8 Tonnen Stahl und dieser kleine Motor bewegt das Ganze. Wie ist das möglich? Die Antwort steckt hier in diesem Getriebe. Warum kann dieses Getriebe auf so kleinem Bauraum so viel Drehmoment übertragen? Ich zeige dir heute, wie dieses Kraftpaket aufgebaut ist, wie es funktioniert und was im Inneren mit dem Kraftfluss passiert. Wenn man den einmal gesehen hat, wird sofort klar, warum dieses Getriebe überall eingesetzt wird, vom Akkuschrauber bis zur Robotik. Hi, ich bin Chris. Ich bin Maschinenbauingenieur, technikbegeistert und ich liebe 3D-Animationen. Hier auf 3D Insight helfe ich dir, komplexe Technik so zu verstehen, dass sie wirklich klar wird. Also, lass uns direkt anfangen. Ein Elektromotor dreht extrem schnell, aber mit relativ wenig Drehmoment. Die Anwendung dagegen braucht genau das Gegenteil. Eine geringere Drehzahl, aber dafür viel Drehmoment. Ein Getriebe ist das Bindeglied zwischen Motor und Anwendung, das genau diese Aufgabe übernimmt. Es wandelt eine hohe Drehzahl mit wenig Drehmoment in eine niedrigere Drehzahl mit wesentlich mehr Drehmoment um. Und jetzt kommt das Entscheidende. Beim Planetengetriebe passiert diese Umwandlung so, dass die Kräfte nicht an einem einzigen Zahnpaar hängen, sondern sich auf mehrere Eingriffe verteilen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Der Name Planetengetriebe erklärt sich eigentlich von selbst, wenn man die Bauteile betrachtet. In der Mitte sitzt das Sonnenrad, fest auf einer Welle. Es ist häufig der Antrieb des Getriebes und direkt mit dem Motor verbunden. Um das Sonnenrad laufen die sogenannten Planetenräder. In der Regel enthält ein Planetengetriebe 3 bis 4 Planetenräder. Gehalten werden die Planetenräder vom Planetenträger, auch Steg genannt. Der ist meistens direkt mit der Abtriebswelle verbunden. Ganz außen umschließt das Hohlrad mit seiner Innenverzahnung das gesamte System, meist direkt als Bestandteil des Gehäuses. Ergänzt wird das Getriebe durch eine Lagerung und je nach Ausführung der Lager durch Dichtungen, die wir beide im Detail aber nicht weiter betrachten. Für höhere Übersetzungen gibt es auch mehrstufige Planetengetriebe. Dabei werden mehrere Planetenradsätze hintereinander geschaltet. So lassen sich große Übersetzungen auf kompakten Bauraum realisieren. Wir schauen uns heute aber bewusst nur das Grundprinzip an, anhand eines einzelnen Planetradsatzes. Das Planetengetriebe ist nicht nur kompakt, es ist auch flexibel. Es gibt 3 klassische Betriebsfälle. Je nachdem, welches Bauteil festgehalten wird, ändern sich die Drehzahlen und die Drehmomente. Sogar die Drehrichtung lässt sich umkehren. Außerdem lassen sich An- und Abtrieb vertauschen. Und das alles, ohne dass im Inneren Zahnräder verschoben werden müssen. Bevor wir uns den Kraftfluss an einem Beispiel anschauen, zeige ich dir aber kurz noch, was sich bei den verschiedenen Betriebsfällen überhaupt dreht und was festgehalten wird. Im ersten Betriebsfall steht das Hohlrad fest. Das ist der häufigste Anwendungsfall, zum Beispiel im Akkuschrauber. Das Sonnenrad wird angetrieben. Die Planeten rollen am festen Hohlrad ab und treiben dabei den Steg an. Der Abtrieb erfolgt über den Steg. Im zweiten Betriebsfall ist der Planetenträger, also der Steg, festgesetzt. Die Planeten können sich jetzt nur noch um ihre eigene Achse drehen. Das Sonnenrad treibt über die Planeten direkt das Hohlrad an. Der Abtrieb erfolgt dann vom Hohlrad zur Abtriebswelle. Bei diesem Betriebsfall ändert sich außerdem die Drehrichtung. So lässt sich zum Beispiel ein Rückwärtsgang realisieren. Im dritten Betriebsfall wird das Sonnenrad festgehalten. Jetzt ist das Hohlrad der Antrieb. Die Planeten rollen auf dem festen Sonnenrad ab und treiben wieder den Steg an. Auch hier erfolgt der Abtrieb über den Steg. Die Drehzahlen und Drehmomente unterscheiden sich in allen 3 Fällen, weil sich das Übersetzungsverhältnis jeweils ändert. Vertauscht man nur noch An- und Abtrieb, ergeben sich 3 weitere Betriebsfälle. Das Getriebe arbeitet dann nicht als Untersetzung, sondern als Übersetzung ins Schnelle. Die Drehzahl steigt und das Drehmoment sinkt. In den meisten Anwendungen geht es aber darum, das Drehmoment zu erhöhen. Wenn dir das Video hilft, komplexe Technik besser zu verstehen, findest du hier regelmäßig weitere Inhalte. Bevor wir in den Planetensatz eintauchen, schauen wir uns vorher aber noch kurz das Grundprinzip an 2 einfachen Zahnrädern an. Ein kleines Zahnrad treibt ein größeres an. Man sieht sofort, das große Zahnrad dreht sich langsamer. Aber warum? Weil das zweite Zahnrad mehr Zähne bzw. einen größeren Durchmesser hat. Es legt damit pro Umdrehung einen viel größeren Weg zurück
und braucht für eine volle Umdrehung mehr Zeit als das kleine Zahnrad. Am Kontaktpunkt, dem sogenannten Zahneingriff, müssen die Zähne die gleiche Geschwindigkeit haben. Ihre Umfangsgeschwindigkeit ist also gleich. Jetzt wird es interessant. Wie verhalten sich die Kräfte an den Zahnrädern? Das kleine Zahnrad wird von einem Motor angetrieben. Der Motor bringt an der Eingangswelle ein Drehmoment auf. Ein Drehmoment lässt sich als Kraft beschreiben, die in einem bestimmten Abstand vom Mittelpunkt angreift. Technisch gesagt, das Drehmoment ist Kraft mal Hebelarm. Oder umgestellt, die Kraft ergibt sich aus dem Drehmoment geteilt durch den Hebelarm. In unserem Fall ist der Hebelarm der Radius des Zahnrads. Daraus ergibt sich am Kontaktpunkt der beiden Zahnräder eine tangentiale Kraft. Damit diese Kraft über die Zähne übertragen werden kann, wirkt sie als Kontaktkraft zwischen den Zähnen, entlang dieser Eingriffslinie. Die Kontaktkraft lässt sich in eine tangentiale und eine radiale Komponente aufteilen. Die Radialkraft drückt die Zahnräder auseinander und belastet vor allem die Lagerung der Zahnräder. Der Tangentialanteil drückt seitlich am Radius. Genau dieser Anteil erzeugt das Drehmoment. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Tangentialkraft wirkt auch am zweiten Zahnrad mit dem gleichen Betrag, sprich sie ist gleich groß. Weil das zweite Zahnrad aber größer ist, ändert sich der Hebelarm. Und genau hier entsteht das größere Drehmoment. Die Kraft ist an beiden Zahnrädern gleich groß. Der Hebelarm ist aber größer. Das bedeutet, Kraft mal größeren Hebelarm ergibt ein größeres Drehmoment. An der Abtriebswelle ist das Drehmoment also gestiegen. Die Drehzahl ist dafür geringer. Und genau das ist in vielen Anwendungen das Ziel, ein kleines Eingangsdrehmoment in ein deutlich größeres Ausgangsdrehmoment zu wandeln. Übrigens, wenn du wissen willst, wie genau der Elektromotor das Drehmoment erzeugt, dann schau dir dieses Video an. Der Link ist hier und in der Beschreibung. Aber jetzt zurück zum Drehmoment. Wie stark sich das Drehmoment ändert, bestimmt das sogenannte Übersetzungsverhältnis. Das beschreibt das Verhältnis von Abtrieb zu Antrieb und ergibt sich aus dem Verhältnis der Durchmesser oder der Zähnezahl der Zahnräder. All das, was wir gerade an einem einzelnen Zahnpaar gesehen haben, wird im Planetengetriebe nicht nur einmal genutzt, sondern gleichzeitig an mehreren Zahnrädern. Und genau hier steckt die besondere Leistungsdichte des Planetengetriebes. Schauen wir uns jetzt den häufigsten Betriebsfall an. Wenn das Hohlrad feststeht und die Sonne angetrieben wird, dann müssen die Planeten gleichzeitig innen auf der Sonne und außen am Hohlrad abrollen. An der Sonne rollen die Planeten auf einem kleinen Umfang ab, am Hohlrad auf einem viel größeren. Beide Abrollbewegungen müssen aber gleichzeitig zusammenpassen. Und genau daraus ergibt sich automatisch die Umlaufbewegung der Planeten, die der Steg übernimmt. Weil das Hohlrad größer als die Sonne ist, dreht sich der Steg deutlich langsamer als die Sonne. Das ist die Untersetzung. Aber das alleine erklärt noch nicht die Leistungsdichte. Jetzt kommt der Kern, der Kraftfluss im Getriebe. Am Sonnenrad wirkt das Drehmoment des Motors. Über diesen Radius des Sonnenrades ergibt sich daraus eine Tangentialkraft. Diese Kraft wird nun am Kontaktpunkt auf das Planetenrad übertragen. Und jetzt passiert etwas Entscheidendes. Die Kraft wirkt jetzt nicht mehr nur an einem einzelnen Zahneingriff, sie verteilt sich gleichzeitig auf alle 3 Planetenräder. 3 Planeten, 3 Zahneingriffe, 3 Kraftpfade. Idealisiert betrachtet wirkt an jedem Planetenrad damit nur noch ein Drittel der Tangentialkraft aus dem Antriebsmoment. Das bedeutet, für dasselbe Abtriebsmoment müssen die eingreifenden Zähne nicht so viel tragen wie ein einzelnes Zahnpaar bei einem einfachen Stirnradpaar. Damit kann das Getriebe entweder kompakter gebaut werden oder es kann bei gleicher Baugröße mehr Drehmoment übertragen. Und genau das ist die Leistungsdichte. Zurück zum Planetenrad. Durch die Tangentialkraft entsteht am Planetenrad wiederum dieses Drehmoment. Aber das Planetenrad greift gleichzeitig in das feststehende Hohlrad ein. Da das Hohlrad blockiert ist, kann das Planetenrad nicht einfach frei drehen. Am zweiten Zahneingriff entsteht deshalb eine zweite Tangentialkraft. Diese Kraft ist genauso groß wie die erste. Beide Kräfte wirken auf das Planetenrad und beide zeigen in Umlaufrichtung. Diese beiden Zahnkräfte erzeugen eine resultierende Kraft am Planetenbolzen. Der Bolzen ist im Steg gelagert und genau hier wird die Summe dieser beiden Tangentialkräfte eingeleitet. Diese Kraft greift nun auf der Kreisbahn des Bolzens an. Der Abstand zum Drehpunkt ist der Hebelarm.
Das Abtriebsmoment des Planetenträgers ergibt sich also aus der Stehkraft mal Hebelarm mal der Anzahl der Planetenräder. Das Planetengetriebe erzeugt also keine zusätzliche Kraft oder ermöglicht ein höheres Drehmoment durch stärkere Zähne, seine Leistungsdichte entsteht durch die Verteilung der Last auf mehrere Planetenräder. Interessant dabei ist, die Planetenräder ändern nicht die Übersetzung. Das Übersetzungsverhältnis selbst wird ausschließlich durch das Sonnenrad und das Hohlrad bestimmt. In der Praxis ist die Lastverteilung auf die Planetenräder nicht perfekt. Fertigungstoleranzen, Elastizitäten und Lagersteifigkeit beeinflussen, wie gleichmäßig die Last wirklich verteilt wird. Deshalb nutzt man in hochwertigen Getrieben zum Beispiel ein schwimmend gelagertes Sonnenrad oder besonders präzise Verzahnungen. Die symmetrische Anordnung hat noch einen zweiten Effekt. Neben der Tangentialkraft entsteht am Zahneingriff auch eine Radialkraft. Sie drückt die Zahnräder auseinander. Man könnte also denken, mehr Planeten heißt mehr Radialkräfte und damit höhere Lagerbelastung. Für die Lager und den Träger ist nicht jede einzelne Zahnkraft relevant, sondern nur die resultierende Radialkraft, die am Planeten ankommt. Das Interessante ist, diese Kräfte wirken nicht alle in dieselbe Richtung. Jeder Planet drückt an einer anderen Stelle nach außen, jeweils um 120 Grad versetzt. Wenn wir diese drei Kräfte nun grafisch addieren, sehen wir, im Idealfall heben sich diese Kräfte vektoriell vollständig auf und das Getriebe wird weniger belastet. Das Ergebnis? Das System läuft ruhiger. Aber verschwunden sind die Kräfte nicht. An jedem Zahneingriff wirken weiterhin hohe Kontaktkräfte und über die Planetenbolzen werden die Tangentialkräfte zur Drehmomentübertragung in den Träger eingeleitet. In der Realität gibt es aber dennoch kleine Restradialkräfte. Die entstehen zum Beispiel durch elastische Verformungen oder weil sich die Last eben nicht exakt gleich verteilt. Wenn das Prinzip so leistungsfähig ist, warum baut man nicht überall Planetengetriebe ein? Wie immer liegt die Antwort im Detail. Der größte Vorteil ist klar: die hohe Leistungsdichte durch die Lastverteilung auf mehrere Zahnräder. Dadurch kann das Getriebe bei gleichem Bauraum mehr Drehmoment übertragen oder bei gleichem Drehmoment kompakter gebaut werden. Ein weiterer Vorteil ist, An- und Abtrieb liegen auf derselben Achse. Das Getriebe ist koaxial. Das spart Bauraum und vereinfacht viele Konstruktionen. Und mehrstufige Lösungen lassen sich sehr kompakt stapeln. Große Übersetzungen auf engen Bauraum sind problemlos möglich. Aber diese Vorteile haben ihren Preis. Mehr Zahnräder bedeuten mehr Lagerstellen, was wiederum mehr Reibung bedeutet. Die führt zu mehr Verlustleistung und Wärme. Die Anforderungen an Fertigungsgenauigkeit und Steifigkeit sind hoch. Das erhöht die Fertigungskosten. Ein Planetengetriebe ist also nicht automatisch besser. Es ist besser, wenn hohe Leistungsdichte, kompakter Bauraum und koaxiale Bauweise entscheidend sind. Genau deshalb findet man es überall dort, wo viel Drehmoment auf engen Bauraum übertragen werden muss. Zum Beispiel hier. Hier sitzt es im Mittelmotor. Hier im Gelenk eines Industrieroboters. Und hier als Teil eines Automatikgetriebes. Von außen sieht man nur Gehäuse. Innen verlaufen mehrere Kraftpfade parallel. Und genau das macht es zu einem Kraftpaket. Egal wo es verbaut ist, das Prinzip bleibt gleich. Das Planetengetriebe ist nicht stärker, weil es größere Zähne hat. Es ist stärker, weil es Lasten aufteilt und symmetrisch abstützt. Genau das macht die hohe Leistungsdichte möglich. Wenn dir das Video geholfen hat, findest du auf meinem Kanal regelmäßig weitere technische Erklärungen in 3D. Im Endscreen geht's direkt weiter.